Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 18. November 2025. Fahranfänger verliert Führerschein nach 2 Stunden. In Osnabrück hat ein 18-Jähriger nur 2 Stunden nach seinem Geburtstag seinen Führerschein verloren. Die Polizei stoppte ihn in der Nacht, weil er mit 110 km/h statt 50 unterwegs war. Der junge Fahrer muss nun rund 560 € Bußgeld zahlen, bekommt 2 Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot. Außerdem wird seine Probezeit verlängert und er muss an einem Aufbauseminar teilnehmen. Sony plant Kinofilm über Kultfigur Lababu. Sony Pictures will den Lababu-Hype ins Kino bringen. Der Konzern hat sich die Filmrechte an der beliebten Plüschfigur gesichert. Ob der Film ein Animations- oder Realfilm wird, steht noch nicht fest. Auch Regie und Besetzung sind offen. Lababu stammt vom Designer Ka-Sing Lung und wird seit 2019 vom Unternehmen PopMart verkauft. Die Figuren sind weltweit sehr beliebt, vor allem wegen der seltenen Sammlerstücke. Schule nimmt Kopfbedeckungsverbot zurück. Die Leitung einer Schule in Melebourg hat Eltern Anfang November informiert, dass im Schulgebäude keine Kopfbedeckungen wie Mützen, Kappen oder Kopftücher erlaubt sind. Ausnahmen sollten extra beantragt werden. Nach Kritik hat das Landesamt für Schule und Bildung erklärt, dass es für ein solches Verbot keine rechtliche Grundlage gibt. Die Schule hat die Regel daraufhin zurückgenommen und die Eltern erneut informiert. Der Fall wird jetzt weiter geprüft. Inzwischen wurden Beleidigungen gegen die Schulleiterin an das Schulgebäude geschmiert. Die Polizei ermittelt. Kein Anspruch auf vegane Kost im Gefängnis. In Bayern haben Gefangene keinen Anspruch auf veganes Essen. Das hat das bayerische oberste Landesgericht entschieden. Gefängnisse müssen keine veganen Mahlzeiten anbieten, aber sie müssen erlauben, dass Inhaftierte vegane Produkte auf eigene Kosten kaufen. Nasskalt und erster Schnee erwartet. In den nächsten Tagen wird das Wetter in Deutschland nasskalt und wechselhaft. In höheren Lagen, ab etwa 400 bis 600 Metern, kann es schneien, besonders im Norden, Westen und Südosten. Im Flachland regnet es meistens. In den Nächten kann es glatt werden. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 2 und 8 Grad. Später in der Woche wird es noch kälter. Hat es bei euch schon geschneit? Schreibt es gern in die Kommentare. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.